Tja, Zeit für ein Intro. Kann ich überhaupt nicht. Also herzlich willkommen zu meinem allerersten Video auf diesem Kanal. Ihr habt auf dieses Video geklickt, weil ihr wahrscheinlich wissen wollt, was meint der Typ damit, dass er die Kampfsteuerung, was auch immer, in Trailmakers für immer verändert hat. Tja, es geht um dieses nette kleine Ding, auf dem ich am Anfang stand. Das ist ein kleiner Block Logik, mit dem sich jedes luftbasierte Fahrzeug, sei es ein Flugzeug wie meine wunderschöne Gripen hier, sei es ein Helikopter oder zumindest ein helikopterartiges Fahrzeug wie mein Dune Ornithopter oder eben das Raumschiff von Rick and Morty mit der Maus steuern lässt. Ähm, so, und da haben wir dieses schöne Schmuckstück. Also, für diejenigen, die es interessiert, wie es funktioniert, ich werde wahrscheinlich ein paar Kapitel machen. Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktioniert, aber learning by doing. Ich werde ans Ende nochmal ein Kapitel hängen, wo ich zeige, wie das ganze Teil funktioniert, aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie ihr das Teil in euer Fahrzeug einbauen könnt. Also ihr braucht logischerweise hier mein kleines Gefährt, Link in der Videobeschreibung. Dann braucht ihr euer Fahrzeug. Ich nehme jetzt einfach mal hier den Interceptor aus dem Pre-Build-Tab und mache mir ein bisschen Raum. Äh. So, jetzt da ein bisschen Platz geschaffen ist, erkläre ich euch kurz die Farbkodierung. Äh, Das könnt ihr euch auch ganz einfach merken, wenn ihr hier reingeht. Äh, Blau ist die Rollachse, Rot ist die Nickachse und Grün ist die Gearachse und das wollt ihr dementsprechend äh, miteinander verbinden. Also ihr packt euch das ganze Ding. Dabei sei wichtig anzumerken, ihr könnt es auftrennen. Die beiden Blöcke könnt ihr beispielsweise voneinander trennen, diesen Block könnt ihr auftrennen. Aber ihr solltet gucken, dass die jeweiligen Aiming-Servos jeweils in der Achse sind, die sie auch kontrollieren. Also ich kann euch nicht garantieren, dass es dann alles super funktioniert. Ich trenne das Ganze jetzt ein bisschen auf und dann stopfe ich das mal eben da rein. Und die beiden Gates kommen noch dazu. Und jetzt wollen wir uns anschauen, so rot. Rot war die Nick-Achse, das heißt, wir packen Rot in diesen in dieses Gyro und hier unsere Pitch Controls. Grün ist die Gear-Achse, das heißt, das ganze Ding kommt in die Gear Controls, das heißt in dieses Gyro und hier oben in die äh, Gearruder. Und blau ist Rollen, das heißt, die kommen hier an unsere Rollachse. Einmal hier außen die Ruder, der Ruder vom Flugzeug und wo ist es? Da ist es, das Gyro. So. Äh, So, bei diesem Pre-Build-Fahrzeug ist es jetzt so, dass hier diese beigen Gyros zum Dämpfen gedacht sind. Das brauchen wir auch, zumindest bei der Rollachse bei Flugzeugen, die rollen. Da müssen wir einmal hier das ganze Ding entfernen, machen hier noch den Block 1x2 weg. Das passt ganz gut, damit unser Fahrzeug sich in gerader Ausflug natürlich wieder waagrecht setzt, brauchen wir einmal so einen Gyro Stabilizer und der kommt hier einfach in die Mitte, macht ihn auf Stärke 1, probiert damit ein bisschen rum. Und jetzt ist es natürlich noch wichtig, dass unsere Inputs alle stimmen. Dafür fangen wir mal beim rechten Flügel an. Der rechte Flügel sollte grün nach oben, rot nach unten und alle Inputs sollten positiv sein. Genauso auch beim linken Flügel alle Inputs positiv, allerdings rot nach oben, grün nach unten. Beim Höhenruder ebenfalls alle Winkel und Geschwindigkeiten positiv, grün nach oben, rot nach unten. Auf der anderen Seite genauso, wie ihr sehen könnt. Und beim Seitenruder äh, rot nach links, grün nach rechts und auch wieder alles positiv. Dementsprechend müsst ihr natürlich auch eure Gyros einstellen und jetzt können wir das ganze Ding einmal testfliegen. Ihr seht schon, wir orientieren uns schön dahin, wo wir hingucken. Die Inputs sind vielleicht noch ein bisschen grob, ja, wie ihr sehen könnt, wir sind ein bisschen grob unterwegs, aber das macht nichts, wir orientieren uns dahin, wo wir hinwollen. Feintuning müsst ihr selber übernehmen, das zeige ich euch jetzt nicht, aber ihr seht schon, wenn wir nur so kleine Anpassungen machen, dann machen wir das mit der Gear-Achse. Und genau dafür ist das lilane Gate da, das zeige ich euch jetzt. Wenn ihr diese
diese Todzone, in der nur die Gear-Achse verwendet wird, anpassen wollt, dann müsst ihr hier an das lilane Gate gehen und den Schwellenwert anpassen. Standardmäßig steht er bei mir auf 1,5, glaube ich. Ich habe ihn jetzt auf 0,75 schon hochgeschraubt. Die Obergrenze ist 1, dann habt ihr einfach gar keine Gear-Achse mehr. Das liegt an der Skalierung, die ich gemacht habe. Müsst ihr einfach selber ausprobieren. So, und jetzt zu dem Part für die tatsächlich Logikinteressierten unter euch. Wir wollen aus 2 Informationen, nämlich einmal gucken wir relativ zu unserem Flugzeug mehr nach links oder mehr nach rechts, beziehungsweise mehr nach oben, mehr nach unten, herausfinden, ob wir jetzt nach oben, nach unten steuern müssen und wann wir rollen wollen. So, dafür müssen wir erstmal die Informationen abgreifen. Das machen wir mit einem Entfernungssensor. Dieser ist auf Messung eingestellt, das heißt, der misst permanent den Abstand zu einem Punkt auf diesem Wedge zu dem Entfernungssensor. Dieser wird, gucken wir nach oben, geringer, gucken wir nach unten, größer. Der Nullabstand, also der Neutralwert, dafür beträgt 0,3. Das heißt, wir ziehen diese 0,3 ab, damit, wenn wir nach oben gucken, einen negativen Wert kriegen und wenn wir nach unten gucken, einen positiven. Diese Maximalwerte für positiv und negativ werden festgelegt durch den maximalen Winkel. Dieser beträgt hier 0,5. Das heißt, wir multiplizieren das Ganze nochmal mit 20 durch, damit wir plus 0,5 und minus 0,5 in plus 1 und minus 1 umwandeln. Und das ist schon der ganze Zauber für die Nick- und die Rollachse, die Nick- und die Gear-Achse. Und jetzt wollen wir noch schauen, dass wir die Rollachse hinzugefügt kriegen. Wie machen wir das? Okay. Wann wollen wir rollen? Wir wollen rollen, wenn wir einen gewissen Winkel überschreiten nach links und rechts. Zumindest beim Flugzeug. Beim Helikopter wollen wir natürlich das nicht unbedingt. Wobei das beim Helikopter vielleicht auch nicht schlecht sein könnte. Dafür nehmen wir den Wert unserer Gear-Achse und nehmen ihren absoluten Wert. Das heißt, egal ob er negativ oder positiv ist, wir haben den absoluten Wert davon, damit wir einen Winkel haben für links oder rechts. Das interessiert uns ja nicht, welcher davon das ist. Dann vergleichen wir das Ganze über diesen lilanen Block, den ich euch vorher gezeigt habe, der die Todzone festlegt. Und daher wisst ihr es jetzt auch schon, maximal 1 habe ich vorher gesagt. Und anschließend müssen wir das Ganze mit einem dadurch kriegen wir einen Wahrheitswert. Dieser Wahrheitswert besagt, okay, Wert ist größer 0, Wert ist größer 1, Wert ist kleiner 0. Das heißt, wir multiplizieren das Ganze jetzt nochmal mit dem Input, den wir gekriegt haben, durch. Ist der größer als der Schwellenwert, den wir haben wollen, dann nehmen wir den gleichen Wert wie bei dem hier auch schon und machen daraus einen Rollinput. Ist es nicht gegeben, dann machen wir auch gar keinen Rollinput. Und das ist dann schon die ganze Magie. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben dalassen. Ob ihr ein Abo dalassen wollt, sei euch überlassen. Ob ich nochmal ein Video mache, weiß ich noch nicht. Aber damit verabschiede ich mich. Ciao.